Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz trat beim CSU-Parteitag in Augsburg als Hauptredner auf. Es war sein erster Auftritt vor der Schwesterpartei seit seiner Ernennung zum Kanzlerkandidaten im September. Nachdem die CSU zuvor erklärt hatte, ihr Parteitag setze den Auftakt zum Bundestagswahlkampf, gab sich auch Merz heute angriffslustig. Die Union setzt fest auf eine Ablösung der Ampel und ihren Wiedereinzug ins Kanzleramt. Obwohl auch CSU-Chef Markus Söder Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur nachgesagt wurden, demonstrieren die beiden Schwesterparteien heute bislang extreme Einigkeit. Und das gestern vereinbarte Sicherheitspaket der 3 Ampelfraktionen im Bundestag kritisierte Merz in seiner Parteitagsrede als ungenügend. Die Ministerpräsidenten, alle 16, die zum Teil in großer Übereinstimmung die Bundesregierung auffordern, jetzt endlich mal im Bereich der Migration, der inneren Sicherheit etwas Wirkungsvolleres zu tun, haben doch bis heute keinen Erfolg bei dieser Bundesregierung. Und die Nachricht, die wir gestern Nachmittag bekamen, ganz typisch übrigens für die Bundesregierung, so gerade wenn die Abgeordneten auf dem Weg nach Hause sind, erfahren sie, worüber man sich da angeblich wieder geeinigt hat. Die Nachricht, die wir gestern Nachmittag bekommen haben, dass sie jetzt angeblich in diesen beiden Sicherheitspaketen sich geeinigt haben, wird bei näherer Betrachtung schon wieder relativiert, weil offensichtlich die Grünen schon wieder einmal große Teile dessen, was das Bundeskabinett mit dem Sicherheitspaket 1 und mit dem Sicherheitspaket 2 beschlossen hat, relativiert haben, abgeschwächt haben. Und eines fehlt völlig, nämlich die Zurückweisungen an den Grenzen. Und wir schauen nach Augsburg zu meiner Kollegin Dorothea Schopelius, die den CSU-Parteitag für uns beobachtet. Dorothea, fast eine Stunde hat der CDU-Chef Friedrich Merz gesprochen, ganz schön lange. Wie ist denn die Rede von Merz bei der Schwesterpartei so angekommen? Friedrich Merz ist der große Gast, der hohe Besuch hier beim Parteitag in Augsburg gewesen, genauso wie Söder es auch war, als die CDU ihren Parteitag in Berlin hatte. Und in seiner Rede hat Friedrich Merz all die Punkte angesprochen, die auch Teil dieses Parteitages sind, und zwar die Wirtschaft, die Sicherheit und die Migrationspolitik. Er hat viel Applaus bekommen, ich habe mal getimt, er hat fast genauso viel Applaus bekommen wie Markus Söder, also über 3 Minuten. Markus Söder hat aber dann dafür gesorgt, dass es nicht allzu lang wurde, ist zu Friedrich Merz auf die Bühne gestiegen. Und dann hat Friedrich Merz sogar noch ein Geschenk überreicht bekommen, und zwar ein Paddel. Markus Söder sagte, man müsse gemeinsam in der Zukunft viel paddeln. Wenn der eine aufhören würde, würde der andere untergehen und vice versa. Man würde sich aber über Wasser halten. Ein symbolisches Geschenk also für die Zusammenarbeit, die hier auf dem Parteitag schon bevor Friedrich Merz angekommen ist, immer wieder betont wurde. Tiefe Freundschaft, keine Streitigkeiten und eine 100%ige Übereinstimmung bei allen möglichen Themen. So zumindest hat das Markus Söder gestern in seiner Rede auch noch mal sehr stark betont. Gestern hatte ja auch schon Markus Söder kein gutes Haar an den Grünen gelassen. Wie hat sich denn Friedrich Merz heute dazu geäußert, auch zum Thema mit einer Zusammenarbeit mit den Grünen? Greta, ich habe extra gerade die erste Antwort beendet mit so zumindest sieht Markus Söder das mit der 100%igen Übereinstimmung. Denn jetzt würde ich gerne auf die Seite von Friedrich Merz zu sprechen kommen. Friedrich Merz hat die Grünen erwähnt. Er hat erwähnt, dass die Grünen die ständige Bremse in der Regierung gerade bei der Migrationspolitik seien. Und er hat gesagt, mit diesen Grünen könnte es keine Zusammenarbeit geben. Aber er hat mal wieder gesagt, mit diesen Grünen und mit den Grünen in der jetzigen Form. Das macht Friedrich Merz immer. Markus Söder, der ist allgemein. Der sagt mit den Grünen keine Zusammenarbeit, kein Schwarz-Grün nach der Bundestagswahl 2025. Friedrich Merz kann ganz so weit am Ende nicht gehen. Er hat den Luxus eines möglichen konservativen Koalitionspartners, wie es die Freien Wähler für Markus Söder in Bayern sein könnten, nicht. Und weiß auch, dass er einige Kollegen auf landespolitischer Ebene hat, die durchaus bereit sind, mit den Grünen zusammenarbeiten und dies auch schon tun. Er drückt sich also viel vorsichtiger aus, viel zurückhaltender. Und da wird es spannend zu sehen, wie sich diese doch sehr leidenschaftliche Anti-Grün-Stimmung, die beim CSU-Parteitag hier dann geschürt wurde, auswirkt auf die Zusammenarbeit zwischen CDU, CSU und auch allgemein auf den Zusammenhalt innerhalb der Union. Naja, sind wir noch mal ganz ehrlich. Ich glaube, in einer Umfrage wollen 0%, dass die Ampel weitermacht. Also schlimmer geht es ja gar nicht. Die Ampel wird geprägt und geführt nicht von Olaf Scholz, sondern von den Grünen. Und die Grünen sind verantwortlich für den wirtschaftlichen Niedergang. Robert Habeck ist das Gesicht der ökonomischen Krise. Deswegen, wenn wir Deutschland verändern wollen, geht es auf keinen Fall mit den Grünen. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass einige sagen, naja, mit diesen Grünen nicht. Also
Die Grünen hätten also die Chance gehabt, andere Grüne aufzustellen. Und was haben sie jetzt gemacht? Irgendwie so die kleinen Parteivorsitzende, die dort keine Rolle spielen, austauschen. Aber Robert Habeck bekommt noch mehr Macht, ist noch wichtiger bei den Grünen. Das zeigt also, dass sich der Kurs der Grünen eher noch verstärken wird. Deswegen ist für mich definitiv klar, mit den Grünen kann man nicht zusammenarbeiten. Die Grünen sind in der Mitte, sind links ideologisch und führen unser Land weiter in die Krise. Herr Söder, es stimmt, die Menschen sind unzufrieden mit der Ampel und mit der Migrationspolitik der Grünen. Aber zum Beispiel Daniel Günther und Henrik Wüst, Sie sagen, Sie arbeiten gut mit den Grünen zusammen und können sich auch in Zukunft Koalitionsgespräche mit den Grünen vorstellen. Wenn Sie jetzt also derartig leidenschaftlich in der Anti-Grün-Politik vorpreschen, nehmen Sie da nicht eine Spaltung in der Union in Kauf, eine mögliche Spaltung? Ja, das sind ja Landesregierungen. Was da in Kiel passiert und in Düsseldorf ist doch völlig okay. Aber das sind ja keine Bundespolitiker. Als CSU-Vorsitzender trage ich Verantwortung für die nationale Verantwortung. Und die nationale Verantwortung heißt, wie geht die Bundesregierung? Da gibt es 2 Ansprechpartner, Friedrich Merz und mich. Sonst ist da zunächst mal keiner. Und für die CSU kann ich das einfach sehr deutlich sagen. Ich glaube, das ist ein schwerer strategischer Fehler, den Daniel und Hendrik machen. Die sehen sich, völlig okay, aber sehen nicht das große Ganze. Was glauben Sie, wie das im Osten wirkt, wenn wir den Eindruck erwecken, wir wollen tatsächlich mit den Linksideologen von den Grünen? Die Union wird am Ende deutlich unter 30% landen, wenn dieses schwarz-grüne Idee ist. Sind wir mal ganz ehrlich, schwarz-grün ist ein toter Gaul. In Österreich gnadenlos gescheitert, abgewählt. Ein dringender Rat. Es gefährdet die Wahlchancen der Union auf eine starke Regierung danach. Nicht auf irgendeine, sondern auf eine starke Regierung mit einem starken Mandat der Union. Und das ist die größte Gefahr für die Demokratie, denn wenn wieder so eine Wackelregierung rauskommt mit 3, 4 Parteien oder 5 Parteien sogar, dann werden Extreme weiter kräftiger zulegen und das will ich nicht. Gerade gesehen, ein Ausschnitt aus dem Interview mit Markus Söder, welches ich hier heute noch vor der Rede von Friedrich Merz führen konnte. Und vorher haben wir genau da über diese mögliche Spaltung gesprochen, die eine derartig leidenschaftliche Abgrenzung zu den Grünen von Markus Söder am Ende bei der Union hervorrufen könnte. Denn wie schon erwähnt, Friedrich Merz hat den Luxus nicht, da so aufs Ganze gehen zu können. Er muss den großen Blick bewahren und sehen, mit wem kann er am Ende überhaupt Koalition gründen. Ganz zum Schluss möchte ich noch einmal kurz auf die Unterschiede in der Rhetorik in den beiden Reden eingehen. Markus Söder und Friedrich Merz ergänzen sich letztendlich als Spitzen zu ihren Schwesternparteien ganz gut, denn Markus Söder ist extremer, auch in seiner Körpersprache. Er geht mehr aufs Ganze, auch verbal, während Friedrich Merz etwas staatsmännischer, teilweise zurückhaltender und erklärender, ruhiger aufgetreten ist. Das hat man hier beim Parteitag in Augsburg wieder einmal sehr gut beobachten können. Was wir aber auch beobachten konnten, war der berühmte Händeschlag der beiden, Hände zusammen und dann in die Luft in der Siegespose. Das haben sie auch beim Parteitag der CDU in Berlin gemacht. Damit wollen sie der Presse zeigen, wir halten zusammen und wir wollen die nächste Bundestagswahl 2025 gewinnen. Dorothea, danke schön für deine Einschätzungen und für die Beobachtungen nach Augsburg. Dankeschön.